Hi, ich will endlich was zwischen meinen Fingern und dem Fräser oder der Säge haben. Nach einem Hinweis von Alvin aus der Kommentarspalte teste ich heute mal, welche Beläge für Schiebeblöcke sich für mich am sichersten anfühlen. Die Materialien dafür dürften viele in der Küche haben. Willkommen bei Toolsinnig. Da ich bisher noch keinen Schiebeblock habe, muss ich mir erstmal einen bauen. Lohnt es sich überhaupt, einen selber zu bauen? Ich würde sagen, ja. Immer noch, ja. Es ist eine super Möglichkeit, kleine Reststücke zu was Sinnigem zu verarbeiten. Und egal wie billig sie sind, säge oder fräse ich lieber in ein Restholz als in irgendwas Gekauftes. Ich habe hier noch ein Stück massive Arbeitsplatte und der Griff wird ein Stück Handholz. Hier nochmal eine kleine Erinnerung, warum Schiebeblöcke ein Must-Have sind. Das Ganze wollte ich einfach zusammenschrauben, bis mir eingefallen ist, dass Metall im Schiebeblock wahrscheinlich nicht so schlau ist. Also Löcher aufgebohrt und mit Dübeln verleimt und fertig. In dem eingangs erwähnten Kommentar kamen wir auch noch kurz auf Material für den Belag zu sprechen. Und auch wenn ich schon einen möglichen Sieger ausgemacht habe, will ich mal alle durchprobieren. Es gibt auch optische Favoriten, von denen ich einfach wissen will, wie sie sich schlagen. Und eine Überraschung. Dafür baue ich jetzt keinen windigen Versuchsaufbau mit Gewichten einer Zugwaage auf, sondern teste mit dem, was letztendlich den Schiebeblock auch führt. Meiner Hand. Und direkt im Praxiseinsatz beim Fräsen einer Nut. Um es noch einen Tick schwerer zu machen, kommt auf das Werkstück noch zusätzlicher Staub. Der Test wird also absolut schonungslos, ohne Gnade und in einer Tierliste ausgewertet. Mit Kork geht's los. Ich weiß nicht genau warum, aber ich mag Kork schon, solange ich zurückdenken kann. Ob der als Schiebeblockbelag nur nett aussieht? Ja Mist, schon beim ersten Versuch vergessen, den extra Staub drauf zu tun. Sorry, aber das ist tatsächlich so schon elendrutschig. Kork sieht leider wirklich nur nett aus. Man kann den Grip vielleicht noch ein bisschen verbessern, wenn man ihn befeuchtet oder vielleicht ganz leicht anschleift. Als Notlösung vielleicht. Aber im Härtefall würde ich es nicht einsetzen. Schade eigentlich. Tier 4. Die Gummimatte war wahrscheinlich irgendwann mal ein Fußbodenbelag. Nach dem Putzen wurden deutliche Unterschiede der Seiten klar und ich würde sagen, die eigentliche Unterseite hat deutlich mehr Haltekraft. Gummi ist okay, es fühlt sich schon sicher an. Aber man muss ganz schön draufdrücken, um richtig Grip zu erzeugen. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber das Feedback vom Material ist nicht schön. Es fühlt sich an, als würde ich es mit einem reinen Plastikklotz schieben. Es geht aber auf jeden Fall und das deutlich besser als Kork. Aktuell Tier 2. Der Tipp, den Alvin selbst auch gegeben hat, kommt als nächstes auf den Blog. Leider durfte ich keine aus der Küchenschublade klauen, aber meine Frau hat mir eine frische Rolle Anti-Rutschmatte mitgebracht. Das Material fühlt sich schon mehr als vielversprechend an. Und es verhält sich auch so. Ganz klar S-Tier. Man braucht für genug Grip mit Abstand am wenigsten Kraft und das Gefühl ist auch ein bisschen gedämpft. Nachdem die Anti-Rutschmatte die Latte richtig hochgelegt hat, wollte ich das Stück Leder nicht wegen nichts zerschneiden. Muss ich aber für den Test auch nicht. Mich hat hier primär interessiert, wie sich Hausmittel im Vergleich schlagen. Ich mache halt gerne Praxisexperimente. Wenn bei dir sonst auch Blickwinkel wie Kosten, Nutzen und Platz in der Werkstatt wichtig sind, lohnt sich ein Abo. Bei mir spielt das immer eine Rolle. Beim Leder natürlich die fluffige Seite aufs Werkstück und das fühlt sich gar nicht mal schlecht an. Neben Kork ist Leder nämlich mein optischer Favorit und wer weiß, vielleicht ist ja doch der versteckte Winner. Es ist nach meinem Empfinden griffiger als der Gummi und man spürt den Anpressdruck ähnlich gut wie bei der Anti-Rutschmatte. Allerdings braucht man einfach für ähnlichen Grip deutlich mehr Kraft. Leder hat damit zwar S-Tier verpasst, aber den Gummi in meinen Augen verdrängt. Hätte ich nicht gedacht. Also wenn man in seiner Werkstattästhetik auf das letzte Detail achten möchte, kann man einen rauen Lederbelag auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen. Bei dem Test ist glasklar geworden, dass beschichtete Platten für Schiebeblöcke der Endgegner sind.
Bei Holz mit natürlicher Oberflächenstruktur, also ganz normalem Leimholz, habe ich deutlich weniger Unterschiede zwischen den Belägen bemerkt. Aber seht selbst. Mir ist auch noch aufgefallen, dass mein erster Schiebeblock für manche Anwendungen ein bisschen wuchtig geraten ist. Daher baue ich mir jetzt noch einen zweiten, etwas schmaleren, vielleicht bekommt der dann Leder als Belag. Oder ich baue doch den alten Hobel um und stelle einen eigenen Herausfordererbelag her. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.